Hallöchen, ihr Lieben. Ich bin mal wieder unterwegs. Ich bin in Wiltshire, in Alton Priors. Okay. Ich bin mit Simon unterwegs, den ich in dem Kornkreis in der Nähe von Devizes kennengelernt habe. Und wir sind auf dem Weg zu zwei wunderschönen alten Kirchen, die ein Geheimnis verbergen. Und wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, dann kommt doch mit uns mit. Bis gleich. Also wir sind jetzt bei der St. Mary's Church. Und schaut euch mal, was sich hier befindet. Diese wunderschöne alte Eibe. Man sieht, dass es eine weibliche Eibe ist. Finde ich, ist sehr passend zu dieser wunderschönen alten Kirche, die ja der heiligen Mutter Maria geweiht ist. Was meinst du, Maxel? Genießt du unsere Privatführung? Was man aus dieser Perspektive wunderbar sieht, ist, wie klein die Originalkirche war. Denn diese war nur hier rechts. Das ist die originale Kirche. Und dieser Teil, das war ein Anbau aus dem Jahre 1748. Wer ist? Axel, du hast einen Freund bekommen. Wir haben keine Ahnung, wem dieser Hund gehört. Das ist eine wunderschöne Kirche. Wir haben hier so einen kleinen Flyer gefunden. Und hier steht drinnen, dass diese Kirche bereits auf das Jahr 825 zurückgeht. Da im Hintergrund, da sieht man einen Hügel, der nennt sich Milk Hill. Und darauf gab es einst ein jungsteinzeitliches Grab. Und das sieht man eben oft, dass gerade so alte Kirchen sich auf Plätzen oder in Gegenden befinden, die davor schon heilig waren. So, und schaut mal, was wir hier haben. Was für eine Eibe. Das Alter wird auf 1700 Jahre geschätzt. Und es gibt eine faszinierende Legende, die sich um diesen Baum rankt. Denn wenn man einmal um ihn herumläuft, durch dieses Eibenportal schreitet, und sich dann hier auf diesen Stein stellt, um auf die Kirche zu blicken, man eine Vision erhält. Also ich muss sagen, im Moment stellt sich bei mir noch nichts ein. Aber vielleicht stehe ich auch noch nicht lang genug unter der Eibe, denn man hat festgestellt, dass Eiben so einen Geruch, einen Stoff aussenden können, der Halluzinationen hervorrufen kann, wenn man nur lange
genug darunter sitzt. So, und jetzt gehen wir in die Kirche, denn da verbirgt sich auch noch ein Geheimnis. Wow, also die ist so schlicht, aber auch gleichzeitig so schön. Durch diese Schlichtheit, die wirkt auf mich fast wie so ein Versammlungssaal. Aber ich habe euch ja versprochen, dass es hier ein kleines Geheimnis gibt. Jetzt gehen wir mal auf Schatzsuche. Was wir unter dem Kirchenboden finden. Tada! Das ist ein sehr alter Stein, der ein Loch hier hat. Und man sieht ganz klar, dass dieser Stein hier mit Absicht gebrochen worden ist und hier die Bruchstelle war und dieser Teil sozusagen so auf dem Stein ursprünglich saß. Aus irgendwelchen Gründen hat man das Bedürfnis empfunden, diesen Stein zu brechen, ihn aber in Anführungsstrichen ganz zu lassen, indem man das abgebrochene Stück verdreht und dann aber wieder zusammenklebt. Denn hier wurde wieder der zusammengefügt. Und er wurde unter der Kirche begraben. Interessant, würde ich sagen. Aber dieser Stein ist nicht der einzige. Es gibt noch einen zweiten Sarsenstein, der hier ebenso unter dem Kirchenboden begraben wurde. Ja, ihr Lieben, das fällt jetzt unter die Kategorie wilde Spekulationen, aber hier hinten ist ein sehr reicher Landbesitzer bestattet, der im Jahr 1590 gestorben ist. Und der hat eine sehr ungewöhnliche Platte hinterlassen mit einer sehr kryptischen Inschrift. Auf dem Infoblatt der Kirche steht, dass man ihn sieht, wie er von seinem Grab aufersteht, wie er auf das Himmelstor blickt.
interessant ist, dass er hier in der Ecke bestattet werden wollte und sozusagen einen direkten Blick, auch im Tod, auf sein ehemaliges Land hat. Und jetzt dürft ihr euch selbst den Kopf zerbrechen, ob es da irgendwelche Zusammenhänge gibt oder nicht, oder ob das alles Spinnerei sein könnte. Ja, ihr Lieben, das war's von heute. Wenn euch dieses kleine Video gefallen hat, dann würde ich mich mega freuen, wenn ihr auf Simons Kanal geht. Ich tue euch den Link unten in die Videobeschreibung und ihn abonniert. Ich habe zu ihm auch gesagt, er muss sich unbedingt wieder eine Drohne kaufen, denn er hat seine geschrottet, um Kornkreise zu filmen. Und dann hält er euch immer auf dem Laufenden, was sich so für merkwürdige Dinge in England abspielen. Also, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!